Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixel Tutors. Mein Name ist Ralf Herbst. Hallo, mein Name ist Ralf Herbst und in diesem Tutorial möchte ich Ihnen die Grundobjekte, den Objektmanager und die Attribute beibringen. Und wir fangen an, natürlich in diesem Bereich in der Ausgangsstellung und gehen jetzt mal in die Grundobjekte. Dort wähle ich den Würfel an und wir wollen uns mal von diesen Objekten hier allen die Eigenschaften anschauen. Das erste, was ich mache, wenn ich einen Würfel nehme, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, den im Objektmanager darzustellen, und dort gibt es einige Symbole. Dieses Symbol ist dazu da, um das zu einer Ebene hinzuzufügen. Dieses werden wir, wenn wir unser Projekt machen, noch genauer uns anschauen. Das brauchen wir momentan noch nicht. Das werde ich dann explizit genau erklären. Sehr vorteilhaft. Wir haben ja schon erlebt, dass wenn wir bei einem Grundobjekt auf dieses Häkchen klicken, auf das Grüne mit links, dass das ein- und ausgeblendet wird. Wofür sind jetzt diese zwei Punkte? Wenn wir uns im Attribute-Manager die Eigenschaften mal hier bei der Basis anschauen, dann erleben wir, wenn ich sichtbar im Editor auf Ausschalte, dass dieses Pünktchen rot wird. Ja, warum ist das zweimal? Wir müssen uns jetzt einfach, ich mache mal wieder auf undefiniert, das heißt, wir müssen das nicht hier drüber machen. Wir können also hier einen Doppelklick machen, um das wieder auszuschalten, und rot ist also dann aus. Wenn wir das Objekt später zum Modellieren konvertieren in ein Polygon, sehen Sie, dass das grüne Häkchen verschwindet. Und dann sind wir darauf angewiesen, das Objekt also hier auszuschalten, wenn wir zum Beispiel mehrere Objekte in einer Szene haben. Wie diese Kugel zum Beispiel. Ja, und ich diese Kugel verschieben möchte. Ich kann also hierüber die Objekte ein- und ausschalten. Sie sehen, dann würde die Kugel, und ich könnte jetzt da reinschauen. Oder wenn das Objekt halt hinter dem Würfel ist und ich muss hieran arbeiten, kann ich dieses ausschalten. Wofür ist jetzt das obere? Das obere bedeutet also die Editoransicht. Dann gibt es noch eine weitere Ansicht, Sichtbarkeit beim Rendern. Rendere ich nämlich jetzt dieses Bild, lasse also ein Bild erzeugen, sehen wir den Würfel, obwohl wir ihn ausgeschaltet haben. Erst wenn ich das zweite auch ausschalte, hätten wir jetzt die freie Sicht auf unsere Kugel. Ich kann also hierüber entscheiden, ob ich das ein- und ausschalten will. Ja, das kann ich also hier als auch hier. Aber in der Praxis klickt man schnell hier, das geht viel, viel schneller. Gut, das wären diese Symbole für die Sichtbarkeit. Wenn ich jetzt eine Gruppe von Objekten habe, wie gruppiere ich etwas? Ich kann diese zwei Objekte einfach auswählen, indem ich mit gehaltener Maustaste eine Auswahl um diese Objekte ziehe. Natürlich kann ich auch wie bei Windows mit der Shift-Taste beide selektieren. Dann gibt es ein Tastaturkürzel dafür, das heißt nämlich Objekte gruppieren. Das sehen wir hier, Alt-G und Shift-G. Ist für die Gruppe wieder auflösen. Also drücke ich jetzt mal Alt-G. Dann werden diese Objekte zusammengefasst in einem sogenannten Nullobjekt. Und ich habe beide Objekte hier drin. Jetzt habe ich den Vorteil, ich kann dieses Nullobjekt ausschalten, um diese beiden Objekte mit einem Schlag, egal wie viele Elemente da drin sind, auszuschalten. Möchte ich jetzt in einer Gruppe, weil da viele Objekte drin sind, ich setze mal hier noch ein paar rein, ein einzelnes sichtbar machen, genügt ein einzelner Klick. Grün bedeutet, trotz allem ausgeschaltet, mache dieses sichtbar. Wenn ich eine Gruppe habe, eine weitere Eigenschaft, und drücke jetzt mit String hier rein und wir klappen das mal auf, dann sehen Sie, werden alle ausgeschaltet, auch die Unterobjekte. Man kann das auch so mal sichtbar machen, sehen Sie, so alle sichtbar, immer sichtbar, permanent, und so alle mit gedrückter String-Taste ausschalten. Ich kann auch, wenn ich einen anhabe, jetzt mit Shift nach unten malen, sehen Sie das? Dann kommt so ein kleines Pinselchen. Ja, ich mache mal langsam. Das geht auch. Das wäre mit gedrückter Shift-Taste. Ich halte jetzt wieder die String-Taste, um das alles zu entfernen.
Nehmen wir die Objekte mal alle weg. Dazu habe ich einfach die Obergruppe markiert und die Entfernen-Taste gedrückt. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt nochmal den Würfel nehmen, weil wir wollen ja eigentlich über die Grundobjekte sprechen. Wofür dieses Tag ist, das nennt sich ein Font-Tag, ein sogenanntes Glättungstag, sehen wir gleich. Wir gehen jetzt mal in diese Koordinaten. Da sehen wir also, wir haben für dieses Objekt auch gleichzeitig die Koordinaten. Hier haben wir die Position, das heißt, verrücke ich mein Objekt, sehen Sie sowohl hier als auch dort diese Position. Jetzt kommt aber hinzu hier bei Größe, dass wir hier eine 1 stehen haben und das ist ein Faktor. Ich mache mal daraus eine 2. Dann sehen Sie, ist das jetzt 2 mal so groß. Der Faktor 2 eben. Ich kann auch 0,5 machen, dann wird es halt halb so groß. Ich kann also hier eine Faktorumrechnung machen. Ich stelle es aber wieder auf 1. Den Winkel kann ich natürlich hier auch verändern, genau wie ich ihn hier unten verändern kann. Einzige, wo ich den Faktor habe, ist hier. Ich kann dieses hier aber auch umstellen auf Größe. Dann habe ich das auch hier. Ich ziehe das mal ein bisschen höher, dann sehen Sie das Pulldown besser. Da gibt es Abmessung, Abmessung, Abmessung plus. Was das ist, kommen wir auch noch zu. Ich lasse mal auf Abmessung Standard stehen. Hier haben wir jetzt die Eigenschaften. Dazu gehe ich in das Objekt. Da haben wir ja schon im ersten Tutorial gesehen, dass wir hier die Größe verändern können. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Wir haben hier die Möglichkeit, getrennte Flächen einzustellen. Das würde aber erst passieren, wenn ich das Objekt in ein polygonales Objekt konvertiere. Dann sehen Sie, wenn Sie aufklappen, dass Sie jede Fläche getrennt bekommen. Das wurde früher genutzt, um diese Flächen unterschiedliche Texturen zu geben, also einzufärben oder ein Bild aufzulegen. Das brauchen wir heutzutage nicht mehr, also ist diese Funktion schon sehr altertümlich, brauchen wir nicht unbedingt. Ich mache nochmal rückgängig. Sie sehen, selbst das Anklicken hat er alles gespeichert. Jetzt ist das wieder ein Grundobjekt. Wofür habe ich das hier? Ich habe hier die Möglichkeit, jetzt meine Kanten zu runden. Schauen wir uns das mal an, ist dieses Objekt nicht sehr rund, nämlich sehr scharfkantig. Ich gehe mal näher ran. In der Natur ist nichts scharfkantig. Das sollten Sie bedenken. Schauen Sie sich Ihren Monitor an, eine Tischkante, egal was es ist immer irgendwie rund. Ich schalte mal diese Rundung ein. Jetzt sehen wir hier, dass wir hier Werte für die Rundung haben. Einmal die Größe der Rundung. Dann die Rundungssegmente, also die Unterteilung, wodurch er eine Krümmung überhaupt erst ermöglicht. Wir können das jetzt hier über die Numerik wieder machen. Ich ziehe also wieder an diesem Slider hier, an diesem Mini-Slider und stelle mir ungefähr die Kante ein. Natürlich dürfen Sie auch diese Punkte wieder hier verwenden, die orangenen, um das einzustellen. Ich habe mir aber angewöhnt, immer an den Werten zu drehen, ist für mich praktikabler. Wenn wir jetzt die Unterteilung runtersetzen, mal auf 1, dann sehen wir, kriegen wir eine schräge Kante. Also sollte man hier natürlich ein paar Unterteilungen haben. Mache ich aber den Radius kleiner, brauche ich nicht mehr so viele Unterteilungen, um da eine Rundung zu erzeugen. Sie werden sehen, wenn ich das jetzt auf 3 stelle, sieht das noch genauso rund aus. Warum wir mit den Unterteilungen runtergehen, dazu später mehr. Ich stelle jetzt mal hier eine Größe ein von 0,5 oder 1 und sage eine Unterteilung. Jetzt werden Sie mir zustimmen, dass das schon runder aussieht als eben. Ich stelle mal beides auf 1, dann sollte ich aber vielleicht ein gutes Ergebnis erreichen. Also das sieht jetzt schon natürlicher aus von meinem Objekt. Das entscheidet natürlich je nach Konstruktion oder Modell, was wir erzeugen werden. Das Font-Tag entscheidet jetzt über diese Glättung der Kante, wie rund das wird. Stelle ich das mal auf 10, lasse noch einmal rendern, dann sehen Sie, wird die Kante scharfkantig. Nicht mehr gerundet, er glättet jetzt nicht mehr die Kanten. Machen wir das wieder rückgängig, String Z auf 80 Grad. Dann geht er trotz einer Unterteilung hin
und setze das sehr rund. Das können wir uns aber noch viel besser angucken, wenn wir jetzt einfach mal ein neues Objekt nehmen. Und zwar nehmen wir dafür mal eine Kugel. Ich entferne das wieder aus dem Objektmanager mit der Entfernen-Taste. Jetzt gehe ich hin und nehme eine Kugel. Schauen wir uns nun einfach mal an, welche Einstellungsmöglichkeiten ich im Attribute-Manager habe. Bei den Objekten sind diese Optionen der Tags natürlich gleich. Basis entscheidet hierüber, Koordinaten identisch, aber beim Objekt sehen wir, dass wir einige andere Einstellungsmöglichkeiten haben. Wir können hier den Radius einstellen, die Segmente der Unterteilung, und Sie sehen, was passiert, wenn ich in der Unterteilung runtergehe, und jetzt lasse ich mal rendern. Die Kugel ist immer noch rund. Das heißt, ich habe meine Polygone drastisch reduziert, das nennt man auch Low Polygon Modeling, aber wenn ich jetzt diese perfekte Kugel ausschalte, sehen Sie, dass das Ganze jetzt eckig wird. Er simuliert also damit die Rundung. Ich mache mal die Unterteilung etwas mehr und komme jetzt mal zu dem Fonc-Tag. Bevor ich hier noch zeige, was wir hier noch machen können, komme ich mal zum Fonc-Tag und dann sehe ich hier, wenn ich jetzt mal da den Wert auf 10 stelle und rendern lasse, ist es immer noch rund. Wenn ich aber jetzt reingehe und sage, ich möchte diese perfekte Kugel ausschalten, sehe ich also wirklich diesen ähnlich aussehend wie ein Golfball Struktur. Das kann ich also hiermit erreichen. Setze ich jetzt meinen Fonc-Tag wieder hoch. Sehen Sie, dass nur nach außen das nicht gerundet ist so sehr, aber hier zwischen schon gerundet. Das dient also wirklich zum Glätten der Kanten. Werden wir in der Praxis noch öfter einsetzen. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben hier die Möglichkeit, eine Standardkugel zu benutzen, einen Hexaeder, das heißt, hier drin werden die Polygone einfach anders unterteilt. Ja, rund ist sie trotzdem. Hat was mit dem Modeling zu tun. Hexaeder, Oktaeder und dann den Ikosaeder und eine Halbkugel. Die brauchen wir wohl öfter. Dann sehen wir aber auch eins. Die Grundobjekte sind alle hohl. Bei dem nächsten Objekt werden wir das genauer uns anschauen. Warum, wieso, weshalb. Standard. Also mehr kann ich für die Kugel wieder nicht einstellen und ich entferne die Kugel. Schauen wir uns das nächste Objekt an, das ist der Kegel. Den Kegel haben wir schon für unsere Eistüte benutzt. Hier können wir jetzt hingehen und noch viel mehr Sachen rausmachen. Man muss immer überlegen, aus welcher dieser Grundformen könnte ich denn eventuell mein Objekt der Begierde erzeugen. Ich hätte jetzt als Beispiel den Auftrag, einen Zuckerhut zu machen, so wie wir den in der Feuerzangenbowle erleben. Ja, ist ja schon ähnlich. Gehe ich mal Objekt, sage ich möchte oben auch einen Radius haben. Ich möchte das etwas verlängern. Ich gehe mal ein bisschen weg, indem ich an dem Mausrad drehe. Jetzt gehe ich aber hier mal auf die Deckflächen und möchte sie dieses Mal lassen, aber ich möchte oben eine Rundung einstellen. Da stellen wir da mal den Radius ein, der ist eigentlich ganz gut so. Schauen wir mal unten. Unten, sagen wir, ist der Radius mal ein bisschen weniger. Die Höhe können wir hier drüber beeinflussen. Gehe wieder zurück in die Höhe und mache den noch ein bisschen länger. Schon hätte ich einen Zuckerhut oder eine Weltraumkapsel, was ich auch immer möchte. Des Weiteren, wenn ich hier mal schaue, habe ich den Ausschnitt. Bei diesem Objekt kann ich jetzt einen Ausschnitt wählen. Ich habe also die Möglichkeit, das von 0 auf 180 Grad zu erzeugen oder die Gradzahl halt höher zu setzen. Ich kann natürlich auch von 90 Grad anfangen zum Beispiel, also den Beginn verändern der Gradzahl. Wollen wir jetzt später eine regelmäßige Unterteilung haben, weil wir etwas hier noch rausmodellieren wollen, brauchen wir dieses und können hier einstellen, wie stark das und wie fein das unterteilt sein soll, um später hier zu modellieren oder eine andere Textur irgendwie auf einen Bereich zu legen. Dazu später mehr.
Das Font-Tag ist natürlich auch wieder relevant für die Glättung. Schauen wir uns das nächste Objekt an. Das ist ein Zylinder. Hier möchte ich mal zeigen, indem ich jetzt die Höhe einstelle des Ganzen, also den etwas breiter mache und mache jetzt mal eben einen Gouda-Käse mit ein paar Handgriffen. Ich gehe hin und gehe wieder auf die Rundung, sage, ich möchte hier eine Rundung haben, aber nicht so stark, so ein bisschen. Dann möchte ich von dem Käse den Ausschnitt haben. Ich könnte hier jetzt ein kleines Stück machen oder ich gehe hin und stelle mir hier diesen Käse so ein. So einen ganzen Laib Käse. Nehmen wir mal einen neuen Zylinder um etwas anderes. Hier könnte ich jetzt wieder eine regelmäßige Unterteilung zu machen, um hier zu modellieren. Schauen wir uns das mal alles an. Ich nehme nochmal einen Zylinder. Und wie verhält sich sowas? Ich sagte eben, das Ganze ist hohl. Und wie versprochen komme ich da jetzt mal zu. Ich mache ihn etwas breiter, ein bisschen höher. Wir sind im Freimodellieren, wir konstruieren nichts genau. Und wenn ich jetzt dieses Objekt in ein Polygon wandle, um es weiter zu verarbeiten, Sie sehen, ich kann jetzt hier ja nur ein paar Grundeinstellungen machen, darum ein Grundobjekt. Konvertiere ich das jetzt in ein Polygon, um wirklich polygonales Modeling zu machen, muss ich hier auf dieses zwei Bällchen klicken, also Wandel Grund in Polygon, da sehen Sie diese Struktur. Jetzt ändert sich hier auch das Zeichen, und zwar wird mir das hier angezeigt, dass es ein Polygonobjekt ist. Sämtliche Attribute-Einstellungen sind weg. Ich kann also diese groben Einstellungen, die ich habe jetzt gerade nochmal rückgängig gemacht, nicht mehr vornehmen. Ich muss also vorher diese Einstellungen machen. Wie Rundung der Kante und. Ja, wenn ich also hier runden vorher möchte, muss ich das vorher tun. Gibt zwar noch eine Möglichkeit, das im Nachhinein zu machen. Aber wir konvertieren das jetzt mal. Ich bekomme dieses Dreieck-Polygon-Symbol, was mir anzeigt, dass es hier ein Polygon ist. Dann bekomme ich hier ein Tag, das ist ein UVW-Text. Dieses beinhaltet später die Informationen, wo sind die Koordinaten meiner Textur. Jetzt schauen wir uns das mal an, warum konvertiere ich das überhaupt? Ich konvertiere das, um jetzt hier in diesen drei Möglichkeiten zu arbeiten. Ich kann also jetzt Punkte bearbeiten. Da kommen wir jetzt an einen Punkt, wir sehen nicht sehr gut die Punkte. Die Polygonkanten sehen wir auch nicht sehr gut. Ich sehe zwar, was ich selektiere, aber ich finde, so wie Cinema 4D eingestellt ist, können wir da nicht so komfortabel mit arbeiten. Ich möchte diese Punkte, wenn ich im Punktemodus bin, immer sehen. Dazu gehen wir jetzt in die Programmvoreinstellung und stellen uns etwas ein. Setzen mal daneben. Wir können das Ganze sofort sehen. Hier haben wir die Schemenfarben. Ich klappe das auf. Und dort haben wir die Ansichtfarben. Inaktive Punkte, die sind also erst aktiv, wenn ich sie anklicke. Dann werden sie orange, wenn ich einen anklicke. Das ist auch okay, aktiver Punkt. Aber die inaktiven, die wähle ich hier mal aus und sage ich, die möchte ich rot haben. Jetzt können wir die schon viel besser sehen. Dann wissen wir, wo wir die Punkte haben. Inaktive Kanten sehen Sie hier blau. Jetzt muss jeder selber wissen, wie er das möchte. Ich nehme mal dieses Blau hier sicherheitshalber auf, dann kann ich das auch immer noch wieder rückgängig machen. Ich stelle jetzt immer auf Schwarz. Das gefällt mir viel besser. So kann ich die Linien gut sehen und rot. Also die inaktiven Kanten auf Schwarz, die inaktiven Punkte auf Rot. Das war's schon. So stelle ich mir das immer ein, weil ich aus der Erfahrung dann viel leichter meine Punkte treffen kann, um sie zu bearbeiten. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, die Punkte einzeln zu bearbeiten. Einfach mal rausgezogen. Ich mache wieder rückgängig. Kanten hier zu bearbeiten. Ich selektiere hier mal eine Kante. Oh, da sehen wir schon hohl. Und Flächen zu bearbeiten, die sogenannten Polygonflächen. Das käme zum selben Ergebnis, wenn ich die jetzt hier rausziehe. Wie ist jetzt so ein Grundobjekt, also jetzt umgewandelt, ein Grundobjekt in einen polygonalen Körper aufgebaut? Dazu selektiere ich mal was und ich selektiere jetzt nicht mit diesem Werkzeug, befinde mich also nicht in der Ausgangsstellung,
sondern jetzt gehe ich mal in den Punktemodus. Ich möchte jetzt mehrere Punkte selektieren. Jetzt könnte ich hier einzeln mit Shift-Klick, naja, das ist recht umständlich. Klicke ich wieder ins Freie, also in einen Leerraum, ist alles deselektiert. Dazu nehme ich jetzt das Selektionswerkzeug. Hier kann ich jetzt verschiedene Möglichkeiten treffen. Ich kann also jetzt hier Einstellungen treffen, wie groß mein Radius der Spitze ist, aber wir wollen einfach erstmal anfangen. Ich kann jetzt hier einfach durch gedrückter Maustaste mal mehrere Punkte selektieren. Möchte ich Punkte hinzufügen, jetzt ist generell, ob Sie Kanten, Flächen nehmen oder Punkte. Sie können grundsätzlich mit gedrückter Shift-Taste hinzufügen. Mit gedrückter String-Taste können Sie deselektieren, also überall wie im Windows auch. Ich könnte jetzt mit Shift hier unten Punkte hinzufügen. Klicke ich in den Freiraum, ist alles deselektiert. Ich möchte jetzt mal einen Punkt erstmal selektieren. Ziehe ich ihn nach oben, sehen wir jetzt, dass an der Schnittmenge immer 2 Punkte sind. Das ist ganz wichtig zu wissen, so baut sich dieser Körper auf. Und er ist von innen hohl. Mache ich das mal rückgängig, dass dieser Punkt wieder hier sitzt. Jetzt gehe ich mal in den Flächenmodus und selektiere hier einfach mit dem Selektionswerkzeug eine Reihe von Flächen und möchte jetzt mit gehaltener Shift-Taste diese hinzufügen. Jetzt möchte ich diese Menge entfernen oder vielmehr, ich stelle fest, oh, hier habe ich zu viel selektiert. Jetzt nehme ich einfach die String-Taste und deselektiere. Wenn ich hier über die Kante fahre, erreiche ich, dass ich sofort oben und unten deselektiere. Diese Menge habe ich selektiert und die möchte ich jetzt mal entfernen. Dazu drücke ich einfach die Delete-Taste, also die Entfernen-Taste, wie immer, Backspace oder Delete. Ich drücke die Entfernen-Taste. Jetzt habe ich quasi hier mein Objekt gelöscht, meine Flächen gelöscht. Und denke jetzt, ich habe alles richtig gemacht. Jetzt gehe ich mal in den Punktemodus. Ui, ich drehe mal von unten. Sehen Sie diese Punkte hier? Das heißt, gerade wenn ich Flächen lösche, sind noch lange nicht alle Punkte gelöscht. Ich muss sie jetzt deselektieren. Da empfiehlt es sich jetzt, wenn ich jetzt einen Punkt auswähle und lösche ihn, wissen Sie ja, da stehen jetzt 2. Ach, da muss ich das ja alles doppelt machen. Nein. Es gibt hier die Funktion, nur sichtbare Elemente selektieren. Wenn Sie diese abschalten, selektieren Sie immer beide. Aber es kann Ihnen schnell passieren, dass Sie auch mal auf der Rückseite was selektieren. Ich will das mal vormachen an den Flächen. Ich wähle jetzt mal hier mit nur sichtbare Elemente aus, einfach was aus. Ups, dann hat er hinten mit selektiert. Also dieses ist mit Vorsicht zu genießen. Eigentlich immer, wenn man das Selektionswerkzeug nimmt, sollte man mit einem Auge hier hinschielen, ist das an oder aus. Ich will das ja meistens nicht. Nur im Sonderfall, also in 99% der Fälle habe ich dieses Häkchen an. Jetzt mache ich es einmal aus. Weil ich möchte ja jetzt diese Punkte entfernen. Da gehe ich jetzt mal am besten in einer etwas schrägen Lage von unten, weil dann kann es mir nicht passieren, dass ich aus Versehen hier, oh, da habe ich jetzt unten diesen Punkt mit selektiert. Klicke ich jetzt mal ins Freie, ist ja alles deselektiert. Aber er nimmt mir jetzt, wenn ich hier rangebe, beide Punkte weg, weil hier liegen ja 2 an selber Stelle. Jetzt selektiere ich einfach diese Punkte. Ich muss sie, hier habe ich 2 vergessen, mit Shift nochmal drüber. Entfernen-Taste. Ich muss sie unbedingt entfernen, weil sonst gibt das beim Texturieren später und beim Deformen Probleme. Es gibt noch andere Techniken, um die Automatismen, um sie zu entfernen. Dazu in einem anderen Tutorial später mehr. Das sollte mal ein kleiner Einblick sein, wie ich jetzt hier, wie sich so ein Objekt aufbaut. Ich wollte aber eigentlich erstmal weitermachen mit den Grundobjekten. Zum Modeln kommen wir noch. Ein Polygonobjekt. Hier haben wir jetzt
nicht sehr viele Einstellmöglichkeiten, aber zum Beispiel die Möglichkeit, daraus ein Dreieck zu machen. Jetzt soll aber mein Auftrag sein, dass ich ein gleichschenkliges Dreieck hier mache. Ich kann es aber nicht umstellen. Einzige, was ich machen kann, ist die Richtung ändern. Das mal senkrecht stellen, also hochkant. Lassen wir es aber so liegen. Wenn ich das jetzt in ein Polygon konvertiere, bekomme ich ja, wenn ich in den Punktemodus gehe, meine Punkte. Dieser Punkt hat einen Wert in Richtung Z und in Richtung X. X sehen wir hier. Wir können uns immer an dieser Ansicht orientieren oder wenn wir ein bisschen weiter wegzoomen, sehen wir auch hier diese X-Achse. Aber rot ist immer X. Das heißt, wir merken uns diesen Wert 50 plus. Wenn ich jetzt diesen Punkt selektiere und gebe ihm ebenfalls 50 Punkte und sage Eingabe bestätigen, hätte ich jetzt mein gewünschtes Ziel erreicht. Ich kann also diese Punkte auch numerisch verschieben. Dazu später noch viel mehr. Okay. Gehen wir zum nächsten Objekt, eine Ebene. Ebenen werden dazu genutzt, um eine Fläche zu simulieren, einen Teppich zu simulieren. Ich kann halt hier die Breite, die Höhe einstellen, aber keinen Fußboden. Dafür haben wir noch extra Elemente, die nennen sich auch Boden. Kommen wir noch zu, schon im nächsten Tutorial. Aber da kann ich halt nicht viel mehr einstellen, außer die Fläche und der Grad der Unterteilung wieder. Damit ich hier irgendwas rausmodeln kann. Nehmen wir das nächste Objekt, eine Scheibe. Wollen wir mal aus dieser Scheibe Saturnringe machen? Also wollen wir einfach mal eine kleine Übung machen. Ich baue einen Saturn, inklusive Ringe. Fange ich aber mit der Kugel an, oder? Nö, wir nehmen erstmal den Ring und sagen, wir wollen einen Innenradius haben. Aha, dann öffne ich den. Ich könnte natürlich auch wieder einen Ausschnitt machen, wenn ich das sehe. Also so etwas. Wie viel Grad entspricht Ihrer Eingabe? Jetzt nehme ich eine Kugel mal hinzu. Diese Kugel ist natürlich im Verhältnis, ups, das wollte ich nicht, verklickt. Gehe mal hier und setze die Kugel da rein für meinen Saturn. Bevor ich das alles kippe, weil der Saturn ja ein bisschen schräg steht, werde ich ihn jetzt texturieren. Das heißt, ich nehme ein neues Material. Dort gehe ich mal in die Oberflächen rein, also bei der Farbe ins Textur. Und hier gibt es von Cinema 4D so vorgefertigte Texturen. Ich muss das Bild mal ein bisschen höher machen, dann können Sie das auch besser sehen. Hier gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Schauen wir uns mal bei Planet um. Jetzt wissen wir noch gar nicht, was ist denn das für ein Planet? Das erfahren wir erst, wenn wir diesen Shader, wie sich das nennt, dieses vorgefertigte Bild öffnen. Ach, das ist mein Saturn. Gut, dann kann ich ihn ja mal auflegen. Wenn wir rendern lassen, hätten wir jetzt so diese Saturn-Möglichkeit. Jetzt gehe ich im nächsten Schritt hin und möchte diese Saturnringe machen. Dafür nehme ich auch ein neues Material. Ich beschrifte sie jetzt mal nicht, weil es ja nur eine kleine Übung ist. Bei einem größeren Projekt empfiehlt es sich wirklich, diese Materialien immer zu benennen. Da gehe ich in diese neue Farbe rein und gehe wieder nach Oberflächen und sage mal wieder Planet. Da schaue ich mal, wenn ich da reinklicke, ob es nicht hier noch mehr gibt. Typ. Ach, den Saturnring. Es gibt halt den Neptun, den Uranus und den Saturnring. Diese lege ich jetzt mal auf. Lasse ich das jetzt rendern, stimmt hier irgendwas nicht. Das sieht also nicht so wirklich aus wie auf meinem Bild eben, wenn ich hier reinschaue. Das sieht viel besser aus hier. Das hat jetzt was mit der Projektion zu tun. Wenn wir Texturen auflegen, haben wir immer die Möglichkeit der Projektion. Wie liegt das auf? Da steht jetzt UVW-Mapping, da können wir uns ja erstmal gar nichts drunter vorstellen. Das ist einfach eine Projektion, die sich an diesen Polygonen fest in den Koordinaten verankert. Wir schauen uns das natürlich gegebenenfalls noch an, also auf jeden Fall werden wir uns das anschauen.
Was wäre jetzt hier sinnvoller? Hier, wenn Sie draufklicken, gibt es mehrere Möglichkeiten. Will ich das als Kugel auflegen? Nee, das ist wohl nicht so richtig. Zylinder? Auch nicht. Nehmen wir doch mal Fläche. Eine Fläche, aber könnte es vielleicht sein, dass diese Textur falsch aufliegt? Ja, das tut sie. Wie können wir das sichtbar machen? Wir haben jetzt die Möglichkeit, indem wir diesen Tag anklicken, wo die Textur ist, und mein Objekt. Beides muss selektiert sein, damit das jetzt funktioniert. Dann haben Sie hier ein Hilfsmittel, das nennt sich Texturachse bearbeiten. Jetzt sehen wir hier optisch gemacht an einem Drahtgitter, wie diese Textur aufliegt. Ja, die liegt hochkant. Darum auch dieses komische, verzerrte Bild. Es müsste jetzt wie ein Blatt Papier flach aufliegen, damit dieses Foto also von oben so flach aufliegt, richtig projiziert ist. Sobald ich also diese, nochmal, ich wiederhole, ganz wichtig, das und das aktiviert ist, dann das Werkzeug zur Texturachsenbearbeitung, kann ich die Textur hiermit bearbeiten. Ich kann sie also schieben, das ändert nichts, auch die Höhe, Sie sehen, okay, da tut sich was, wenn ich sie ganz wegschiebe, aber ich kann es vor allem hiermit drehen. Oh, ich habe die Schiebebänder noch an, weil ich das eigentlich zeigen wollte, das kann ich aber nochmal schnell in den Voreinstellungen alle ausschalten. Wo waren sie? Nein. Rotationsbänder. Mache ich mir nochmal aus. Ich drehe also jetzt hier. Und ich sehe, wenn ich das ja flach legen will, muss ich 90 Grad erreichen. In dem Fall, weil ich nach hinten gekippt habe, minus 90 Grad bestätigt das. Das sieht ja schon mal fast gut aus, aber noch nicht wirklich. Vielleicht hat das was mit der Größe zu tun, also skaliere ich jetzt mal. Was passiert hier? Hier entstehen mehrere Ringe. Schauen wir uns das hier nochmal an. Ist hier vielleicht eingeschaltet, er soll dieses Bild immer wieder auflegen, also das nennt man Kacheln. Jetzt skaliere ich noch einmal. Da kommen meine Ringe. Ich habe aber aus Versehen diese Achse eben verschoben, die Position. Das setzen wir wieder auf 0, darum ist es nicht ganz mittig. Okay, da kommen meine Ringe. Wenn ich jetzt mal rendern lasse, sieht das schon richtig gut aus. Jetzt müssen wir den nur noch ein bisschen neigen und vielleicht will ich mal, ja, normal müsste man jetzt noch Atmosphäre hier rumschaffen, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich gehe also hin, selektiere beide und sage Alt-G für Gruppieren. Hatten wir uns ja eben schon mal angeschaut. Das sind so wichtige Befehle, Alt-G. Das nenne ich Saturn durch einen Doppelklick. Kann ich das umbenennen. Jetzt schiebe ich die Szenerie ein wenig nach hinten, fasse diese Gruppe an, muss aber jetzt zum Verdrehen aus diesem Texturachsenbearbeitungswerkzeug wechseln in die normale Modellachsenbearbeitung und zwar drehen. Jetzt können wir den Saturn ja ein wenig kippen. So nach unserem Belieben, vielleicht auch noch ein bisschen zu uns hin, dass wir das drehen können. Das soll jetzt mal auf die Schnelle ein kleiner Saturn sein. Okay, ich lösche diesen Saturn, den entferne ich wieder. Das nächste Grundobjekt, was wir uns mal anschauen wollen, war ja jetzt die Scheibe haben wir gehabt, eine Pyramide. Die Pyramide ist die, wo man am wenigsten mit anfangen kann. Also meine ich jetzt in der Art, dass man sie verfremden kann. Eins der Möglichkeiten, die ich habe, ist, sie halt in der Größe variieren zu lassen, in den jeweiligen Achsrichtungen und sie natürlich hierüber in die verschiedenen Richtungen drehen kann. Z minus, Z plus, dann sehen wir ja so, wie sie flach liegt. Dann kommt die Kapsel. Die Kapsel ist auch etwas, die hat halt anders als den Zylinder einen runden Radius, den wir hierüber bestimmen können, generell, aber die Höhe auch noch. Und dann können wir halt sagen, wie viel Unterteilung wir haben wollen, sie wieder drehen hier über diese Achse.
Aber ich kann auch hier noch hingehen, den Ausschnitt verändern, ne? Und das Ganze einstellen. Segmente Höhe, Deckfläche und dann habe ich noch den Umfang hier. Sehen Sie, dass ich da halt verschiedene Segmentierungen machen kann, um dann später zu modellieren. Schauen wir uns das nächste Objekt an. Das ist ein Öltank, ähnlich. Dieser hat dann aber eine Höhe der Deckfläche, die ich also hier bestimmen kann, um solche Körper zu erstellen. Habe auch die Möglichkeit, wieder einen Ausschnitt zu machen und die regelmäßige Unterteilung darin. Platonische Körper. Dort haben wir verschiedene Formen, wie wir das einstellen können, die Höhe, aber hier gibt es auch wieder den Texaeder, der dann so eine nicht gleichseitige Pyramide erzeugt. Hexaeder ist dann mehr ein Quadrat, ja, aber mit anderen Unterteilungen. Dann ein Oktaeder, so ein Grundkorpus, ein Dodekaeder, das sind Namen, gell? Und als letztes den fast fertigen Fußball. Ne, wo war es? Das hier. Da haben wir ihn. Aber fast fertig, ist nicht gleichmäßig, ne? Okay, das sind so diese Einstellmöglichkeiten. Bei diesem, Sie sehen, sehr spartanisch. Eine Röhre oder ein Ring, nehmen wir mal einen Ring. Da haben wir auch verschiedene Einstellmöglichkeiten, den Radius des Ganzen, aber auch den Radius des Rohres kann ich einstellen. Den Ausschnitt natürlich, wenn ich so eine halbe Röhre darstellen möchte oder so etwas. Den Ohrring. Kommen wir zur Landschaft. Erst die Röhre. Daraus mache ich mal auf die Schnelle den Mantel eines Autoreifens. Ich gehe hin, mache den Innenradius hoch, stelle das Ganze hochkant, drehe mich mal in diese Richtung so ein bisschen, gebe ihm ein wenig Tiefe. Radius, so. Radius außen und hier ist die Höhe jetzt, weil ich ihn ja gekippt habe, ist jetzt die Höhe natürlich dort. Ich stelle mal wieder auf Standard, das ist jetzt der Formel 1 Mantel. Dann gehe ich hin und sage, ich möchte das Ganze runden. Natürlich nicht so stark. Radius so ein bisschen. Und wenn wir jetzt das Ganze mal rendern lassen, dann sehen wir trotz von Shading Tech, dass das also immer noch recht eckig ist und dann muss ich halt ein bisschen mit den Segmenten arbeiten. Also in diesem Fall wäre das ja von den Rundungen, das ist nicht so gut. Aber hier sehe ich die Segmente im Umfang. Also muss ich diese jetzt erhöhen, damit er hier eine gleichmäßige Rundung erzeugen kann. Ja, ist ein bisschen schmal das Ganze. So ein dünnes Profil haben sie ja doch wieder nicht, ne? Die haben ja eher so ein dickes und den Radius mal hier noch ein bisschen mehr an den Kanten und noch ein bisschen mehr unterteilen. Was man da auch immer aus der Röhre erzeugen möchte. Kommen wir zu meinem Liebling, weil man damit Sachen machen kann, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Ich habe hier eine Landschaft. Lassen wir das mal im Standard rendern. Haben wir ein wenig kleines Gebirge. Hier sehen wir jetzt die Maßeinheiten. Wir sehen die Fläche sowohl, ich mache mal in die Z-Richtung. Jetzt stehen hier keinerlei Werte dran. Da verhält es sich grundsätzlich so. Der erste Wert ist immer x, der zweite ist y, der dritte ist z, also x, y, z. Wenn nichts dran steht, beginnt das immer in der Reihenfolge, wie es hier steht. Das heißt x, wenn ich das verändere, verändere ich die Breite in dem Fall in Richtung x oder z nach hinten. Die Höhe ist natürlich dementsprechend y. Ziehen wir das jetzt also raus, dann habe ich so ein Gebirge. Jetzt können wir dieses noch modifizieren. Wir haben hier die Segmente, Sie sehen, wenn ich diese jetzt grob mache, wird das auch ein recht grobes Gebirge. Gehe ich mal hin, Segmente Tiefe, also in die Tiefe in Richtung Z, jetzt wird es immer gröber. Ich mache es aber jetzt mal feiner. Gehe mal über die 100 raus. Ups, jetzt habe ich am falschen Rad gedreht. So.
Und dann sage ich jetzt mal, ich möchte mehr grobe Furchen haben. Dann bekomme ich so etwas. Oder ich möchte feine Furchen haben. Also das jetzt noch raufsetzen. Dann sieht das Ganze schon so aus. Skalierung. Kann ich das mit anheben. Fantastico. Jetzt kann ich den Meeresspiegel anheben, um solche Science-Fiction-Planeten, schon mal vielleicht gesehen in so Science-Fiction-Illustrationen zu machen. Ich kann aber auch die Plateauhöhe einstellen. Wenn ich das mache, kann ich also so mexikanische Plateaus einstellen. Ich bekomme also oben ein Plateau. Natürlich lässt sich dieses Ganze noch modifizieren. Konvertieren wir. Nehmen wir mal an, wir wären soweit zufrieden und wir konvertieren das jetzt mal in ein Polygon. Gehen jetzt mal in die Punktebearbeitung, da sehen wir, dass wir ganz viele Punkte haben. Jetzt nehme ich mal ein Werkzeug, was wir uns später noch öfter ansehen werden, das heißt unter Struktur, den Magneten. Ich möchte aber, dass das jetzt nicht ungleichmäßig passiert, weil wenn Sie das schauen, sehen Sie, habe ich so schräg zu mir hingezogen. Ich habe also keine Kontrolle darüber. Ich wollte eigentlich wie ein Vulkan das unten nach unten drücken. Ich mache das rückgängig. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, Achsrichtungen zu sperren. Ich möchte also diese sperren, sondern nur Y machen. Und damit erreiche ich jetzt, dass ich wirklich gerade runterziehe. Ich könnte natürlich hier in dem Magneten meine ganze Sache noch ein bisschen verformen, wie ich das haben will. Hier oben ein bisschen ungleichmäßig machen. Aber das soll ja nur mal ein schnelles Beispiel sein, was man hier wunderbar modellieren kann. Gut, ich schmeiße diese Landschaft nochmal weg, um nochmal eine neue zu nehmen. Jetzt müssen Sie einen Komet, eine Kartoffel etc. erzeugen. Jetzt denken Sie, nehme ich da eine Kugel? Nein, nehmen Sie doch einfach hier diese Landschaft und sagen Sie kugelförmig. Oi. So, jetzt können wir das ja mal ein bisschen verändern. Mal die Höhe was flacher stellen. Also damit erreiche ich ja, dass meine Struktur geschmeidiger wird. Gehe jetzt hin und skaliere und polygonisiere das wieder, also wandle das in ein Polygon. Gehe aus dem Punktemodus raus und sage, ich skaliere das mal nach hinten länglicher. Und schon hätte ich meinen Kometen, whatever. Ich kann natürlich mit dem Magneten, der sich hier befindet, da wir ihn aber zuletzt benutzt haben, gibt es eine hervorragende Eigenschaft hier. Das ist die zuletzt benutzten Elemente. Da ich den Magnet gerade eben benutzt habe, 8 Stück kann er, glaube ich, hier unterbringen, kann ich den also hier wieder auswählen, um dann mein Objekt ein wenig zu verformen. Ja, so wie mir das gefällt. Vielleicht ein paar dicke Krater reinsetzen. Muss mich natürlich drehen, wenn ich jetzt hier in die Richtung ein bisschen... Aber Sie sehen, er macht nur die Y-Achse. Also nicht, ich schiebe nach links und nichts passiert. Ja, warum? Ich habe das alles gesperrt. Jetzt kann ich ja wieder reinziehen. Das darf man nicht wieder vergessen zu lösen, hier, diese Sperrrichtung. Ja, ob es jetzt gut aussieht. Egal. War ja nur mal ein Beispiel des Handlings des Ganzen. So, dann schauen wir uns noch eben 2 Objekte erstmal an für dieses Tutorial. Da haben wir die Figur. Die Figur ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Die stammt nämlich noch aus der allerersten Cinema 4D-Version von vor 13 Jahren. Früher wurde hier ein sogenanntes Bone-Gerüst, die wir hier finden. Wo sind sie denn jetzt? Hier. Dieses Bone-Gerüst. Nee, sie haben die rausgenommen in der neuen Version. Richtig so. Weil die werden nicht mehr gebraucht. Früher hat man hier ein Skelett reingebaut, um das mal zu animieren. Heute dient es eigentlich für nichts mehr. Ich fände es gut, wenn sie sich diese Figur gespart hätten. Weil Sie werden noch sehen, wir haben viel bessere Figuren hier im Fundus. Also die Cinema 4D mitbringt. Schauen wir uns das Relief an. Das Relief ist sehr cool, indem ich jetzt mal hier reingehe und nehme ein Bild auf. Dazu klicke ich hier rauf und nehme ein Bild. Jetzt gehe ich mal in meine Bibliothek,
von Windows 7, da habe ich einen Ordner Cinema 4D 12. Sie sehen, ich habe hier einiges schon als Objekte, aber ich habe hier auch meinen Texturordner, die habe ich jetzt mal umgruppiert. Alles, was ich so benutze. Jetzt schalte ich die Ansicht mal auf Miniatur, mittelgroße Symbole, damit er hier diese Bilder mal darstellt. Jetzt nehme ich dieses Bild, doch das ist in Photoshop entstanden, weiße Punkte auf einem schwarzen Hintergrund. Jetzt fragt er mich, ob er sich merken soll, wo diese Dateien sind. Warum tut er das? Erstens erzeugt er mir jetzt hier aus dem Bild einen polygonalen Körper. Aber ich möchte erst auf die Frage eingehen, warum er jetzt danach gefragt hat. Er will sich also diesen Pfad merken, weil wir haben in den Programmvoreinstellungen bei Dateien ja diesen anderen Ordner genommen. Ich wähle jetzt also auch mal diesen aus in meinen Bibliotheken, Cinema 12 und dort meinen Texturordner. Jetzt wird er mich das nie wieder fragen, weil er guckt entweder nach, ob ich die Bilder darin habe oder darin. Er weiß das jetzt. Also ich kann die auch auf mehreren Ordnern verteilt haben. Gut, ich habe dieses Bump-Lochblech genommen und drehe das mal rum. Gehe hin, setze die Höhe etwas runter und schon habe ich hier aus dieser Struktur des Fotos einen Eierkarton gemacht, so ungefähr. Nehmen wir mal ein anderes Bild. Das muss er sich jetzt erstmal einprägen. In den Texturenordner. Und dann nehme ich dieses Gesicht der Frau. Wo habe ich es? Muss mal ein bisschen größer hier machen. Da habe ich so einen größeren Überblick. Da ist es. Ich nehme mal dieses TIFF-Bild und drehe das jetzt wieder in die Ursprungsposition. Jetzt kann ich anhand dieser Schwarz-Weiß-Informationen von diesem Bild, gucken wir uns das nochmal an, dort, ein TIFF-Bild, kann ich jetzt daraus eine Struktur erzeugen lassen. Er braucht aber immer Schwarz-Weiß-Bilder dafür, ganz wichtig. Kann also jetzt die Höhe einstellen, die Segmentenbreite, dann verschwimmt das natürlich oder wird sehr fein. Segmente in der Tiefe, also in die andere Richtung wieder. Und die Bodenhöhe kann ich herabsetzen, Sie sehen auch hier. Und die Gipfelhöhe steht auf 100%. Setze ich die rein, verschwimmt das auch immer mehr. Natürlich kann ich das auch wieder kugelförmig machen. Kriege ich jetzt aus diesem Foto natürlich eine wahnwitzige Figur. Das soll es in diesem Tutorial der Grundobjekte sein. Im nächsten Tutorial mehr.